Ja, hallo, ihr lieben Leute. Es ist kaum zu glauben, aber From Software hat Material veröffentlicht. Gameplay-Material. Ein Gameplay-Preview zu Armored Core 6. Und das schauen wir uns an. Da bin ich mal gespannt jetzt, was das gibt. 13 Minuten. Keine Angst, ich spul gleich vor. So, schauen wir mal, ob wir das wirklich zocken werden. Ob wir da wirklich Bock drauf haben. 13:30 oder was? Könnt ihr was hören? Nee, Moment. Ihr hört noch gar nichts. Äh, So, jetzt hört ihr auch was. Let's go. Schauen wir mal, was das gibt. Hello, and thanks for checking out the video. With this footage, we'll introduce our new mech action game, Armored Core VI Fires of Rubicon. We hope it gives you an idea of this title's mood and gameplay. In a future where interstellar travel is commonplace, our story begins in a distant star system on the fictional planet Rubicon 3. Our protagonist, an independent mercenary, is smuggled into Rubicon in search of a mysterious new substance known as coral. Your position. Okay, also in der Zukunft interstellare Raumreisen sind der Standard und das Spiel spielt auf Rubicon, einem fiktiven Planeten, und wir wurden dort abgesetzt. Es geht alles um eine Ressource, deren Namen ich nicht verstanden habe. Schauen wir nochmal. Is smuggled into Rubicon in search of a mysterious new substance known as coral. Your position is grid 135. Hab's immer noch nicht verstanden, aber das kriegen wir hin. Range. There's a catapult ahead. Use it to close the gap. Huge multi-layered stages will let players make the most of their AC's exceptional movement and attack capabilities. Okay, jetzt kann man auch endlich mal das UI sehen. Okay. Time to fly, 621. Okay, und wir sind die 6-1. Tatsächlich.
Overwhelm enemies with up to 4 weapons simultaneously, equipped to each arm and shoulder. Liberation front. 4 Waffen, They'll get in the way of our work. jeweils Eliminate an them. den Armen und den Schultern. Sorry, ich muss hier, glaube ich, ich pausiere hier mal besser, wenn ich was erzähle. Also wir haben 4 Waffen, jeweils an den Armen und auf den Schultern. Er scheint hier nur eine auf den Schultern zu haben. Picking up signals from AC Rex. Follow the markers. Assault Boost is one of the core abilities at your disposal, used for both traversal and combat. Did you hear anything about what the Corps are up to? Yeah, they'll be coming soon. Got us on the run. We're being attacked! Unidentified AC! Return fire! Das ging fix, die hat er einfach weggemacht. Ist ein bisschen komisch, dass das Wasser sich hier gar nicht bewegt. Aber das ist vielleicht auch einfach die niedrige Auflösung jetzt. Unidentified AC! Return fire! Take full advantage of your AC's mobility to freely navigate the environment. Use Boost to take the fight to the air, extending combat dimensions beyond the 2D plane. Is that an independent? Destroy it! But BAMs. You're outnumbered 6 to 1. Use your missiles. Also wir haben Nahkampf, ist er eben mit dem Schwert reingegangen, dann ballert er auch Missiles. Und dann macht er immer so ein Tänzchen um die Gegner herum, ballert ein bisschen und am Ende gibt's dann den Todesstoß mit dem Sprint-Move. Bam. Use vertical catapults to gain even more altitude and launch into the action from above. Hier ist Standard Quake 3 Jump Pad, haben wir auch. Krass, das ist ein Boss hier bestimmt schon mal. So ein Mini-Boss hier. Ein großer Mini-Boss. Fett. So ein Flugzeug schon richtig. Ich meine, in den älteren Teilen hat man nur gegen andere Mechs gekämpft. Hier scheint es jetzt alles Mögliche an Geviech zu geben. Against tougher enemies, deal impact damage to their attitude control system to temporarily put them out of action. This is called stagger. Any attack received in this state is considered a direct hit, dealing heavy damage. Okay, also haben sie eine Stagger-Mechanik, so ähnlich wie in Sekiro oder auch in Dingens, in Souls oder Elden Ring. Das ist doch nice. Das heißt, du kannst sie ein bisschen schwächen, die Gegner, und dann können sie sich nicht richtig bewegen und du machst richtig krass Damage in einer gewissen Zeit, bis die sich dann wieder berappelt haben.
geht's wohl in die Garage. Assembly lets you exchange various parts of your AC at will, including weapons, frame parts such as the head and core, and internal parts for power management. Okay, also Waffen kannst du einstellen, den Kern kannst du einstellen und auch so Bauteile für die Energiebereitstellung und Kühlung und so ein Scheiß. Assembling an AC to fit your own playstyle and strategy is crucial to success. Kannst im Endeffekt so, der Gedanke ist, dass du es so baust, wie du am liebsten zockst. Also machst dir einen fetten Tank oder machst dir ein Vieh, was jetzt schnell ist und gut fliegen kann. Oder machst einen, der viel aushält oder einen, der eher austeilt oder versuchst irgendwie ein Mittel zu finden. Kann man wohl viel basteln. Got a job for you, 621. This one's a request from the Arquebus Group. Raven, this request comes from Schneider, an Arquebus subsidiary. Ganz schön viele deutsche Namen jetzt schon. Der Schneider und der Walter. Warum? Was haben wir denn damit zu tun? Was haben wir schon wieder verzapft, verdammt. The mission will take place in the Bonadea dunes of western Belius. Our coral investigation there is being blocked by the Strider, a Rubicon. Okay, Coral ist die Dingens, die sie suchen. Also auf dem, Coral ist dieser Rohstoff, den es da auf Rubicon gibt, den sie alle wollen. Und da wird sich im Endeffekt wohl alles drum drehen. Der Krieg ums gute Gold. Liberation Front mining ship. You are to destroy it. The Strider is a mobile resource base that was extensively weaponized by the Liberation Front. Ui. Call it the crowning glory of their efforts to militarize into an anti-corporate force. Your attack will focus on the Eye, a giant laser cannon connected directly to the main generator. It's protected by a shield, which is powered by auxiliary sub-generators. These should be your first targets. This concludes the briefing. Krass. Your first shield. Schauen wir uns gerade nochmal an. Da müssen wir so eine dicke Mining-Station hier platt machen. Ja. Das ist, okay, das scheint hier die Rubicon Liberation Front. Das scheint hier irgendeine Entität zu sein, die versucht, den Planeten von, die versucht, dass der Planet nicht von Kooperationen von Firmen bestimmt und wie sagt man, regiert wird. Das scheint das sind die Kommunisten. Aber wir arbeiten hier bei Dingens immer für Privatunternehmen, so wie ich das verstanden habe. Also wir wollen die Kohle und deswegen machen wir hier das Mining-Schiff platt, was schön bewaffnet ist, fett ausgerüstet ist und was sich eben widersetzt den Firmen, die versuchen, an das Geld zu kommen. Strider, a Rubicon Liberation Front mining ship. You are to destroy it. The Strider is a mobile resource base that was extensively weaponized by the Liberation Front. Call it the crowning glory of their efforts to militarize into an anti-corporate force. Okay, also das ist die, diese Basis ist das Wahrzeichen von dieser Organisation. Und das Zeichen, dass die sich eben militarisieren,
gegen, gegen die, gegen die Unternehmen, die versuchen an den Rohstoff zu kommen. Your attack will focus on the Eye, a giant laser cannon connected directly to the main generator. Okay, und dann It's soll man das protected Auge by a shield, angreifen. which is powered. Das ist von einem Schild geschützt und das Schild wird von 3 Generatoren betrieben und das sind dann logischerweise unsere ersten Ziele und danach machen wir das Auge platt. By auxiliary sub-generators. These should be your first targets. This concludes the briefing. Good luck. Time for a little self-promotion, 621. Und der Händler Walter ist der Walter ist unser Auftraggeber. Erstmal. Smash the Strider, and Arquebus HQ will be sure to remember your name. Main system Für Ruhm und Ehre. activating combat mode. Commence mission. First, get through all that dust and make contact with the Strider. Here, we're up against an enormous weapon that eclipses our AC in size. Unidentified AC. Must be one of the corporation's dogs. Activate the eye. Burn them away. Yes, sir! Align with Rubicon! Align with Rubicon. Ui, das Ding ist richtig groß. Ach du Scheiße, das fetzt. Da geht er vorwärts, geht er da, ganz langsam und gemächlich. Was es ein Koloss ist. Er geht jetzt aber nicht direkt auf die Generatoren, sondern er macht sich erstmal an den Beinen zu schaffen, an den Knien. Macht vielleicht Sinn, dass er nicht wegläuft. 621, you need to take out one of its legs to bring it to a halt. Confirmed, Strider leg compromised. It's going down. Okay. The harder they fall. Verwehrt. Alright, now we've got a foothold to get on the deck. Grab on and get to work on the sub-generators. Okay, da sind jetzt die ersten Generatoren hier, oder was? Great. An independent merc. It's the wise guy who decided the Red Man should be taking care of some freelance. Okay, jetzt ein Hardcut einfach mitten in ein anderes Level. Das war genug vom Boss, oder wie? Okay. Who gives a shit? We'll handle this mission ourselves. Some missions will see you partnered up with LIACs. Okay, also wir kämpfen auch manchmal im Verband, wie im Trailer, wo der Verband schön rausgenommen wurde. Well, us free red guns are gonna go climb the wall. This is just target practice. When we're done, Local's little base is next. Good five. Can't take yourself away from chatting with a tag along. Why don't you start a sewing club together and stitch that damn mouth of yours shut? Hier wieder eine andere Mission, da schießt irgendwas richtig Dickes. Also es scheint richtig rund zu gehen die ganze Zeit. Keine Pause, auf die Fresse. Ghost 78, requesting backup. I can't get through to HQ. The cavalry isn't coming. Wipe them out, 621. Your mission objectives will range from protecting targets and information gathering to the annihilation of enemy forces. 50%.
watch point. You're incorrigible, Handler Walter. How many of your dogs must I kill before you learn? But I hear you make fine hounds with the right training. Shame you'll have to die here. Okay, da haben wir jetzt scheinbar mal den ersten Bot, der uns wirklich gewachsen ist, der nicht irgendwie mit 1-2 Schüssen drauf geht. Repair kits remaining. As your campaign progresses, you'll face a number of dangerous situations, and often be pitted against rival AC pilots in bitter duels. Keep the pressure up in these intense battles. Don't give the enemy a chance at victory. Formidable boss encounters also await you at the end of certain missions. These fights are fast and aggressive, presenting a challenge for even the impossibly powerful AC. By observing the enemy's movements and tells, the player can learn as the battle unfolds. And a good commander assembly will often provide the first step to overcoming even the most daunting foes. We invite players to take on this one for themselves and see what else awaits. Thank you for watching. Das war's. That concludes our introduction to Armored Core VI Fires of Rubicon. We appreciate your continued support and look forward to seeing you at launch. Ja, ich hab Bock. Ich hab Bock. Sieht doch nice aus. Das Design sieht richtig stark aus halt. Nice. Das ist doch das Vieh aus dem letzten Trailer, was da aus der Erde gefetzt kam. Ah nee, der hatte Spinnenbeine. Es ist halt die Frage, ob man sich dann diesen Scheiß, den man da sieht, ob man sich das auch alles bauen kann. Da sitzt doch auch ein Mech drin, hier in der Mitte. Da ist doch im Zentrum ein Mech. Kann man sich dann auch hier diese Scheiße irgendwann kaufen? Ja, sieht mächtig aus. Acted by a shield, which is power. Ich würde jetzt gerne nochmal. Was können wir denn jetzt hier? Also was mich ein bisschen wundert, es ist eigentlich, also wie ich das gehört hatte bei Armored Core, normalerweise war es so, dass du gar keinen richtigen Lock-on hattest, sondern du hattest halt einen fetten Bereich auf dem Bildschirm, je nachdem, was du für Waffen hattest. Und der Mech hat dann, wenn du auf Ballern gedrückt hast, mehr oder weniger automatisch die Ziele abgeballert, die in diesem Bereich drin waren. Und hier sieht man eigentlich jetzt den Spieler schon die ganze Zeit den Hard Lock-on machen, so wie ich das sehe. Also dass man wirklich wie bei Elden Ring oder anderen Spielen einen Lock-on auf den Gegner macht, den damit immer im Visier hat. Und auch die Kamera sich automatisch dreht, glaube ich. So, mal gucken, hier fliegt er doch jetzt rein und kämpft gleich gegen mehrere. Picking up signals from AC Rex. Follow the markers. Assault Boost is one of the core abilities at your disposal, used for both traversal and combat.
Das ist ein Hardlock-On hier, oder ne? Did you hear anything about what the Corps are up to? Hier, da können wir sehen, den hat er jetzt anvisiert und wir sehen, dass der uns nicht beachtet gerade. Der hat uns noch nicht gesehen. Und wir haben dann hier, weiß nicht, was das ist wahrscheinlich der Lebensbalken hier. Yeah, they'll be coming soon. You got us on the run. Das hier unten scheint unser Boost zu sein. We're being attacked! Ich verstehe die Balken hier noch nicht richtig. Also das hier ist der Boost, würde ich sagen. Das ist schon mal klar. AP. Okay, wir können uns selbst reparieren, 3-mal oder wie? Wir haben einen Scan-Balken. AP. Was ist das? Die Armor Points. We're being attacked! Return fire! Take full advantage of your AC's mobility to freely navigate the environment. Use boost to take the fight to the air, extending combat dimensions beyond the 2D Okay, nee, es ist doch irgendwie ein Soft-Lock-On. plane. Also die Kamera Boost to take the fight to the air, sieht schon so aus, als würde die Kamera vom Spieler gesteuert werden. extending combat dimensions beyond the 2D plane. Is that an independent? Destroy it! You're outnumbered 6 to 1. Use your missiles. Gerne diese Balken besser verstehen, aber okay, also der obere Balken mit den 3 Teilen hier, der füllt sich. Das ist wahrscheinlich diese Stacker-Mechanik. Wenn die 3 Balken voll sind, dann kannst du Use richtig vertical drauf schrauben. catapults to gain even Das more andere wird dann altitude and launch into the action from die above. Energie sein, wahrscheinlich der andere Balken bei den Gegnern. Genau, also wenn er beschossen wird, dann füllt sich hier der gelbe Balken. Ah, und wir haben hier das hier 2-mal. Das sind die gleichen Balken hier. Dieser Balken, diese beiden und diese beiden, die sind identisch. Das ist jetzt in dem Boss hier. Das ist der Hardlock-On wahrscheinlich. Dann kriegen wir hier oben den Balken von dem Gegner nochmal groß angezeigt. Against tougher enemies, deal impact damage to their attitude control system to temporarily put them out of action. Genau, jetzt ist es hier oben voll und er ist gestackert. Und aller weitere Schaden geht jetzt hier auf diesen Balken. Was das hier unten ist, das weiß ich nicht. Aber ich denke, die beiden hier sind schon mal klar. Uns hat er hier ziemlich wenig gegeben. Any attack received in this state is considered a direct hit, dealing heavy damage. Okay, also Gewicht. Das wird der Energy Load sein, also hier der Energieverbrauch. Double Trouble. Okay, also mit der kann man zweimal hintereinander schießen.
Attack Power und Impact. Gut, es ist die Frage, was das genau dann bedeutet. Ist wahrscheinlich der Schaden und Impact ist wahrscheinlich, wie sehr die Waffe staggert, nehme ich mal an. Okay, und dann sehen wir hier, das ist das Gewicht, was wir zur Verfügung haben. Wahrscheinlich hier bis zu dem Pfeil hier alles in Ordnung. Und hier ist unser Energiebudget. Und dann sehen wir hier, wie sich die Specs verändern, wenn wir eine andere Waffe einbauen. Das Ding ist jetzt schwerer. Das Ding ist jetzt hier ein gutes Stück schwerer als das, was vorher verbaut war. Und dadurch kriegen wir weniger Boost Speed. So wie ich das sehe. Das ist jetzt hier der Laser Dagger. Close Range Combat. Okay. Mit dem können wir eine Dreier-Kombo machen. Und das Ding ist deutlich leichter und dadurch kriegen wir einen schnelleren Boost Speed. Verbraucht weniger Energie. Ja, das sieht doch eigentlich relativ verständlich aus hier alles. Assembly lets you exchange various parts of your AC at will, including weapons. Diffuse Laser, hier, der macht schon 28 Schüsse. Ah, das ist die insgesamte Munition. Macht ihn dann deutlich langsamer, Verbrauch. Oh, viel schwerer, ja. Okay. Frame parts such as the head and core, and internal parts. Und der Head, was passiert dann hier? Ah, okay. Da gibt es dann noch andere Werte hier. Okay, mit dem Head und dem Core, dann verändern sich hier auch nochmal die Specs. Also das ist dann nicht nur Gewicht, sondern dann kann man hier auch Faxen machen. Dann kann man hier auch die, ich schätze mal, Lebensenergie, Attitude Stability, das wird das Staggern sein, Defensive Performance, wie viel Schaden man nimmt, ich weiß es nicht. For power management. Core. Okay, hier kriegt man, okay. Gut, das ist, ja, also im Endeffekt, dass sie sind hier, ja, ich meine, das ist ja alles relativ eindeutig eigentlich. Würde ich mal sagen. Ich bin nicht ganz sicher, was hier der Unterschied ist. Ich gehe davon aus, dass das hier irgendwie die Panzerung quasi ist, wie viel Schaden dann im Endeffekt durchkommt, wie viel dann abgezogen wird von deinen Lebenspunkten. Und das hier ist bestimmt, wie leicht du gestaggert wirst. Umso höher der Wert, desto schwerer wird es sein, dich zu staggern. Und gut, Boost Speed und hier Load, das ist ja klar, da darf man, denke ich mal, einfach nicht über den Pfeil drüber oder wird ansonsten böse bestraft. Oder darf gar nicht erst starten, keine Ahnung. Assembling an AC to fit your own playstyle and strategy is crucial to success. Your own playstyle and strategy is crucial to success. Der dicke Panzer hier. Der wird richtig langsam. Braucht auch richtig Saft. Aber dafür geht der Pfeil hier bis ganz nach oben.
Das heißt, du kannst jetzt richtig aufmotzen, kannst richtig Waffen und alles. Kannst den dicksten Core draufsetzen, kannst die dicksten Waffen draufsetzen, kannst hier halt alles auslagern. Und dann brauchst du einen besseren Generator, damit der Wert hier auch hochgeht, damit du den ganzen Scheiß überhaupt betreiben kannst. Okay, ich denke, das ist relativ eindeutig. Was ich nicht, also das mit die Kämpfe raff ich halt noch nicht richtig. Ich verstehe nicht genau, wann er auf wen schießt. Das raff ich leider noch nicht so ganz. Great. An independent merc. It's the wise guy who decided the red man should be taking care of some freelance. Who gives a shit? We'll handle this mission ourselves. Some missions will see you partnered up with LIACs. One target destroyed. Well, us free red guns are gonna go climb the wall. This is just target practice. When we're done, Local's base is next. Good five. Can't take yourself away from chatting with a tag along. Why don't you start a sewing club together and stitch that damn mouth of yours shut? Okay, dann können wir da jetzt nochmal gerade gucken. Hier hat doch auch irgendein Typ das angeblich schon gespielt, oder sehe ich das falsch? Hier. Ja. Sekunde. Gucken wir uns auch grad noch an. Dü. Ja. So. Schauen wir doch mal, was er zu sagen hat. Time to fly, 621. Two weeks ago, I flew out to California to take part in an Armored Core VI preview event, where I got to play and record the entire first section of the game, Chapter 1, on PC for about 6 hours. I also got to interview the director of the game himself, 6 Masaru Stunden hat er schon Yamamura, face to gesuchtet. face and ask him whatever I wanted. If you somehow missed it, Armored Core VI is From Software's latest game, and it's coming out in 1 month. If you're even a little curious about this game, I highly suggest watching this entire video. But first, here's some context about who I am and how I'm approaching this. I consider myself a pretty big FromSoft fan. Ever since Demon's Souls in 2009, I've been hooked on all their Soulsborne games. I love their approach to game design, and I love the worlds they create within their games. If I had to pick one game developer as my all-time favorite, it would be FromSoft. However, prior to this event, I'd never actually played. Er ist super Fanboy, aber hat scheinbar auch noch nie Armored Core gezockt. Ich glaube, das sagt er jetzt. Super FromSoft Fanboy, nie Armored Core gezockt. Ich denke, der kommt mit einer ähnlichen Herangehensweise wie ich dran, nur dass er mehr gespielt hat von den Games als ich. Ich habe ja nur Elden Ring und Dark Souls 1 gezockt bisher. An Armored Core game. I considered fixing this before playing the newest one, but I decided not to for two reasons. One, I didn't want to risk getting burnt out on the series. Okay, er macht es im Endeffekt so wie ich. Also er hat es nie vorher gezockt und er guckt sich jetzt auch nicht noch auf den letzten Drücker andere Spiele an. Right before the new one came out, and two, I wanted to offer a more relatable perspective to everyone who might watch this video.
What I mean by that is I'm willing to bet the vast majority of you are fans of Elden Ring and or the other Soulsborne games FromSoft has made over the past 15 years, but like me, you probably haven't touched Armored Core. This is due to the simple fact of Armored Core being a far more niche series when compared to the record-breaking success of stuff like Dark Souls and Elden Ring. So my goal here is to provide a complete overview of the game and share my thoughts from the perspective of someone who's a FromSoft fan but not an AC fan to help you figure out if you want to try the game. I know Armored Core 6 can look intimidating and overwhelming at Das ist auch genau das richtige Video für a mich. glance, so I want to walk you through it and show you that it's not as unapproachable as you might think. If you want my quick review, I think this game is awesome. I was a bit hesitant at the start, but by the time I beat the final boss of Chapter 1, I was completely won over. AC6 is consistently this gorgeous spectacle of machine versus machine. Combat is fast, fluid, and surprisingly complex as you get into fights while piloting a mech you can fully customize. While it's not quite like anything I've played before, it still has those unforgettable signature FromSoft boss fights that had me jumping out of my seat when I finally got them. This is a fun and rewarding game, and while it's no doubt not going to reach the mainstream appeal of something like Elden Ring, I think there's something incredibly special and fresh here that I hope people don't ignore. So let's get started with a basic overview. Armored Core 6 is a mech game where you customize and pilot a mech from a third-person perspective. This game revolves around going on missions, earning money from said missions, and then using that money to purchase parts for your mech. These missions are relatively short, and your objectives are usually destroy other mechs, blow up a marked target, and or defeat a boss. The levels feel big, but you're not here to explore. You get in and you get out. Between missions, you can customize your mech with a variety of parts, and in doing so, you can potentially change the entire build and feel of your mech. And as you do all of this, a story unfolds in the background as different corporations and individuals hire you, a mercenary mech pilot, to complete missions for them on the surface of the planet Rubicon 3. Now, what are the controls and how does the game feel to play? For reference, I played it on an Xbox. Das ist eigentlich alles, was ich wissen will. Ich glaube, ich werde mir nicht alles angucken. Weil ich will die Spoiler dann doch vermeiden, so gut wie möglich. Controller, so I'll be referring to that when explaining inputs. First off, you move around with the left stick, and with no other input, you'll just walk around. But if you tap B, you'll engage boost movement where you get to slide around on jets. This is the state you'll be in for 99.9% of the game because it doesn't cost any energy, and this is a game where you kind of want to be moving constantly to evade attacks. Next, you can press A to jump and hold A to ascend. Ascending costs energy, which is displayed at the bottom middle of the screen. When you're grounded, your energy will replenish rapidly. It's functionally just a stamina bar. However, you gotta be mindful about completely depleting it because you won't be able to use any actions that require it until it fully refills. There's a few other actions that require energy, so let's cover those now. Okay, also wir haben da den Boostbalken und den darf man nicht komplett leer machen oder man darf ihn dann erst wieder benutzen, wenn er komplett voll ist. Also das Beste ist, da muss man immer ein Auge drauf halten und gucken, dass man nicht manövrierunfähig wird. Beziehungsweise man kann sich noch bewegen, aber man kann eben nichts machen, was den Boostbalken verbraucht. Bis er dann wieder voll ist, wenn man den einmal komplett leer gemacht hat. Now too. First is the quick boost, which is activated by pressing the X button. As the name implies, this provides a quick boost in any direction. If you want to be dark. Okay, mit X ist quasi die Rolle, da haben wir einen kurzen, schnellen Boost. Auf A springt man und auf B macht man, B ist der normale Boost-Button, damit man einfach schneller in die gewünschte Richtung fliegt. Und genau, mit dem linken Analogstick läuft man halt einfach auf der vorwärts, rückwärts, links und rechts. Mit A springst du, X ist schneller Boost und B ist der große Boost, der Boost, den man gedrückt hält, um länger zu boosten. Dark Souls brained about it, you can kind of think of it like a dodge roll, since it's usually used for evading attacks, but it can also be used to simply help you maneuver around and get a better angle on the enemy. On the topic of dodge rolls, remember this is Armored Core, not Dark Souls, and there are no iframes. Quick boosts would often help me avoid big damage, but I'd still sometimes take some damage since attacks. Okay, also es gibt keine vorübergehende keine iframes, keine vorübergehende Unbesiegbarkeit während der Rolle, während des kurzen Boosts. Can come in the form of things like a barrage of missiles, where some of them will slip through. Also worth noting is that quick boost can be activated mid-air too. The other action that requires energy is an assault boost. This is activated by pressing down on the left stick, and it jets you forward at very high speeds. It's introduced as a means. Okay, wenn man den linken Analogstick runterdrückt, dann boostet man nach vorne auf den anvisierten Gegner zu, nehme ich mal an. Oder einfach vorwärts. Of traversal, but its primary use is during combat to be aggressive and close large gaps. Additionally, while assault boosting, you can press left or right to do a boost that propels you to the side, and this can be useful in avoiding attacks as you close in. Now for the big ones.
targeting and shooting. You have an aiming reticle in the center of the screen, but by default it will automatically target whatever the closest target to the center is, assuming it's within range. In this way, the reticle will often move around the screen following the enemy while you freely move the camera with the right stick. Okay, also du hast diese Anzeige, diese runde Anzeige und die springt normalerweise immer zum nächsten zum Gegner, der dieser Anzeige am nächsten ist. Und du steuerst frei die Kamera in diesem Moment. Das ist anders, glaube ich, als bei den alten Teilen. Aber das soll mich nicht stören, weil ich kenne ja die alten eh nicht. It's sort of a soft lock-on since you'll need to keep aiming the camera to maintain your reticle on the target. The other form of targeting is referred to as target assist, and this mode will automatically orient your camera and mech toward the current target. Think of this as being similar to a more traditional hard lock-on like you might see in games like Dark Souls. The trade-off here is that while you can't aim as freely between targets, you can devote more attention to maneuvering and evading. It's ultimately a preference though. For me, normal targeting seemed like a good call when dealing with multiple enemies, but target assist was almost always useful during one-on-one encounters. Additionally, there is first and second stage lock-on to keep in mind. During first stage lock-on, the center of the aiming reticle will be white, and this happens when you're far away from your target. As you get closer though, second stage lock-on engages. The center of the reticle turns red and predicts the enemy's movement, allowing you to land your shots. This is the stage you're going to want to be in pretty much all the time during combat. Okay, also wenn der Ring um den Gegner weiß ist, dann hast du ihn zwar angelockt, aber bist noch nicht wirklich sicher, dass du triffst. Und wenn du näher rankommst, dann wird dieser Ring rot. Und man hat eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass die Schüsse landen und weil die Schüsse dann die Bewegung des Gegners antizipieren. But yeah, once you're locked on, you just press the shoot button and your bullets or missiles will fly toward the target. You can have up to 4 weapons equipped at a time, 2 hand weapons and 2 shoulder weapons. The hand weapons are activated by pressing right trigger or left trigger for the right and left hand respectively. Depending on the weapon, you may be able to fire from both hands at the same time. However, with the starting loadout, your right hand is an automatic rifle and your left hand is a close range energy sword, and these had to be used separately. The other weapons you get are shoulder weapons. These are activated by pressing the right bumper or left bumper for the right and left. Okay, hinten die 4 Knöpfe, die 4 Trigger, also beziehungsweise die 2 Trigger und die 2 Bumper, die machen jeweils die Arme und die Schulterwaffen. Dann kommt es darauf an, was du für Kombinationen an Waffen hast, ob du sie gleichzeitig nutzen kannst oder nicht. Also das ist logisch. Shoulder respectively, and these usually take the form of something like lock-on missiles. The important thing to remember is that you can and should be firing from your hand weapons and shoulder weapons at the same time, so picture your index and middle fingers on the controller pressing both triggers and bumpers simultaneously. Fights are typically a constant barrage of bullets and missiles with short breaks between firing as you automatically reload. On the topic of shoulder weapons, multi-lock is a thing. By default, your starting missile launcher sends 4 homing missiles at a target, but if you hold the right bumper and then move the reticle over multiple targets, the missiles will split and hit everything you've targeted at the same time. This is a very useful option to remember when dealing with groups of enemies. Okay, also mit Missiles, das gucken wir uns nochmal an. Du kannst Missiles gleichzeitig auf mehrere Gegner Lastly, we have 2 schießen. more things for basic control. This is a and then move the reticle over your starting firing as you automatically reload. On the topic of shoulder weapons, multi-lock is a thing. By default, your starting missile launcher sends Okay, das ist nur für die Schulterwaffen. 4 homing missiles at a target, but if you hold the right bumper and then move the reticle over multiple targets, the missiles will split. Okay, also der hat jetzt auf dem rechten, auf R1 hat der Dude hier die Missiles und dann kann der R1 gedrückt halten und sein Zielkreuz über die Gegner drüber schweifen und dann schießt du gleichzeitig Missiles auf alle, die du anvisiert hast. And hit everything you've targeted at the same time. This is a very useful option to remember when dealing with groups of enemies. Lastly, we have 2 more things for basic controls. Pressing down on the D-pad scans the environment and marks nearby enemies, including enemies hidden behind walls. And pressing up on the D-pad activates one of your 3 repair kits. These heal you a bit and are applied instantly, so there's no need to find an opening. Okay, auf dem D-Pad runter ist das Scan, auf dem D-Pad hoch ist Binge Blade. That about covers it for basics. Repair kits. These heal you a bit and are applied instantly, so there's no need to find an opening. That about covers it for basics. The 2 central pillars of this game are combat and customization. Since we know how to control a mech now, let's get into the combat more. In its simplest form, you lock onto a target, you fire your bullets and missiles, and then the enemy blows up once its AP, or armor points, has depleted. These same rules apply to you, with your AP being displayed in the bottom left of the screen. In addition to AP, the other thing you need to keep an eye on is the stagger meter. This is displayed as a yellow bar above the enemy's head, and it fills up as you land hits on.
Da lag ich doch ganz gut. When it gets full, the enemy enters a staggered state for a few seconds where they can't move and they take extra damage from attacks. The damage multiplier varies from weapon to weapon, but I want to say most of what I used doubled or slightly more than doubled the damage dealt. Also, when filling up the stagger bar on an enemy, the meter will go down and reset when they don't take damage. However, a portion of that meter will remain as accumulated strain, and different weapons cause different amounts of this. Big, explosive weapons are generally better at inflicting accumulated strain than others. For those of you who have played Sekiro, I'm sure this all Okay, ja, also genau, looks das and ist genau sounds das. somewhat familiar, but it's worth pointing out that this plays very differently. For example, in boss fights, you'll likely be filling that stagger meter multiple times over the course of the fight, and it's still up to you to capitalize on those staggers properly with weapons that do big damage. There's nothing worse than staggering a boss but being unable to do much. Ich mache mal hier Pause, ich will mal sehen, was er hier noch alles anspricht. Attack Power und Impact. Mehr Waffen. Will ich alles nicht wissen. Boost Kick und Core Expansion. Bewegung ist wichtig. Schwierigkeit. Ist es ein Souls-like? Einstellungsmöglichkeiten. Hier zeigt er ganze Missionen und den Boss. Das will ich nicht sehen. Das Interview, das können wir uns vielleicht noch anschauen. Interviewed the director of the game himself, Masaru Yamamura, face to face in person. This was an unbelievably surreal experience and a huge honor. For context on who Yamamura is, he's best known for being a gameplay designer on Bloodborne and the lead gameplay designer on Sekiro. This man has helped shape some of my favorite games of all time, and now he's directing what is shaping up to be this fantastic Armored Core game. Then there's me, this dumbass YouTuber he has to deal with and answer questions for. To make matters funnier, I didn't even realize I was getting the chance to speak with him until 15 minutes before. I was under the impression I was going to talk to a PR representative from Bandai or FromSoft. So when it was clarified minutes before that I was speaking to the man himself, the guy, the director, I had to quickly change up my questions to be more geared toward him. I panicked, came up with some questions I thought were good, then walked into the private conference room where Yamamura was waiting for me. I shook his hand and sat 4 feet across from him with a translator seated between us to help facilitate the interview. Despite the circumstances, I was lucky enough to receive some really great answers from Yamamura. Here's Richtig, er hatte gedacht, er war auf diesem Presseevent da und hatte gedacht, dass er dort mit irgendeinem HR-Hans spricht. Und dann hat er wirklich mit dem Game Director dort direkt gesprochen, war nicht richtig vorbereitet, aber hat trotzdem sein Bestes gegeben und wohl sehr gute Antworten bekommen. Schauen wir uns das nochmal an. Und dann müssen wir halt jetzt genau einen Monat warten, ne? the interview. Obviously, Armored Core is its own thing, but is there any influence from previous games that was part of the design process? And what can you point to specifically? I think of the Sekiro stagger system coming to mind. So it was our policy, as you said, to make AC6 AC. So that was the core, the assembly, doing battle with your personalized mech. That's what AC is to us. That was important to maintain. However, yes, our development over the last 10 years of titles has been important, and we wanted to incorporate elements that made sense from that knowledge. Not necessarily specific direct takings from certain games, but thinking from that accumulated experience of game dev. So for instance, the expansive three-dimensional map design, the battle design, these boss battles, what we're going for now. We wanted that to lift up what makes AC great. When you speak of the stagger system, for instance, this is not a deliberate taking from Sekiro. It's just a design process that happened to resemble Sekiro's posture system in the end. The design of the stagger system was intended to create this ebb and flow to each encounter, where you have that final satisfaction at the conclusion at the end. But you also have these kind of waves of satisfaction throughout that sort of bring the player in close, get them to do damage, and make them go back and forth. That was the intention of the stagger system. Do you have a personal favorite playstyle or type of weapon? I'm thinking specifically in terms of like the legs, since they changed the playstyle a lot. And also if you use melee weapons versus a heavy rocket launcher, that type of thing. My favorite is probably the reverse joint legs. I like that kind of bolting action so I can get over and around enemies. We've put emphasis on the melee weapons being quite unique and quite quirky this time, each with their own unique animations and damage types. But okay, also es macht wohl einen riesen Unterschied, was man für Dinger einbaut, für Beine. Das hat man ja, also, das Stagger-Gedöns von Sekiro, das habt ihr ja verstanden, nehme ich mal an. Ja, hier also die Beine scheinen wohl den größten Unterschied erstmal zu machen aufs Gameplay, wie sich das Spiel dann wirklich spielt. Und er spielt am liebsten mit so kleinen, schnellen Beinen, wo er schnell um die Gegner drumherum kommt und dann in den Rücken fallen kann und sowas. I prefer just dual trigger Gatling guns in each hand. Just the more bullets, the better. Und er hat gern in beiden Händen eine Gatling Gun und
ballert richtig schön Muni auf die Gegner. When designing the bosses, were you trying to keep all the different playstyles in mind, or were there certain encounters that were designed like, if you try going in like this, you almost certainly fail? Okay, jetzt die Frage, wie man sich auf die Bosse vorbereiten muss, ob du mehr oder weniger mit jedem Mech gewinnen kannst oder ob's klare Voraussetzungen mehr oder weniger gibt für die Bosse, auf die man trifft. So first, we do want players to engage with and enjoy the assembly aspect a lot. So there are some bosses that will cater towards a certain type of assembly over others. So what we try to do during development is create this kind of default archetype mech, or several archetypes that you can clear the whole game with. So these are kind of our base for balancing and tuning throughout the whole game. So while we do want players to engage with assembly and switch it up on the fly and constantly optimize their build for each situation, if you are just in love with a particular mech and a particular playstyle, we don't want it to feel impossible. As long as players are willing to engage with the systems and observe the enemy's attack patterns and really get into the nitty-gritty of the combat, we've tried to make that possible for them. I don't know if I'm allowed to ask this, but Also du kannst scheinbar mit einem ordentlich gebauten Mech die ganzen Bosse platt machen. Egal. Also du musst nicht zwangsläufig einen komplett anderen Mech bauen, um den Boss platt zu machen. Du musst wahrscheinlich eher optimieren und du musst halt besser spielen. Geht gut. what percentage of the game are we seeing here in terms of the full game? Okay, er fragt, wie viel, also er hat 6 Stunden gespielt und bis zum ersten Weltboss gespielt und fragt, wie viel Prozent er vom Spiel jetzt ungefähr gesehen hat. There are 5 chapters in total, so you've seen about 20% of the game's volume today for the first playthrough. Okay, also in 6 Stunden hat er ungefähr 20% der Storyline gesehen. For multiple playthroughs, we would like to encourage for multiple endings. About halfway through the game, you start to be met with some decisions on which corporation you're doing work for. Okay, und dann geht's wohl, es geht wohl also es gibt mehrere Spielenden und man kann so ab der Hälfte des Spiels kann man mehr oder weniger dann beeinflussen, wahrscheinlich für welche Firma man arbeitet. Und dementsprechend werden dann am Ende verschiedene Szenarien getriggert. And which missions you're choosing. And this will affect decisions in the late game, which will then go on to affect endings as well. And this will carry over into decisions in New Game Plus as well, so there's some replay value there. To someone who has never played Armored Core 6, and who has never played Armored Core at all, if you could give 1 or 2 tips to a new player, what would the biggest ones be? Also haben wir ungefähr 30 Stunden Spielzeit, mehr oder weniger laut Entwickler. Für mich wird es eher mehr, weil ich werde richtig schlecht sein. Und jetzt fragt er noch nach Tipps für den Noob, wie ich und er einer ist. So we designed AC6 as a mech action game, first and foremost, and wanted to make the action a very good part of that experience. So when we're talking about that, we designed these 3D spaces and we want players to make full use of their maximum ability within those spaces. So people who maybe haven't played AC before will be used to working in a 2D plane, a horizontal plane when doing battle. So we hope they make use of the vertical plane as well, and really make use of the thrusters and that verticality to make the most of that battle. And the second point of advice would of course be use assembly. Go back to the garage, rethink your loadout, rethink your strategies. Once you think you've got a beat on the boss, just try going back and tinkering with a couple weapons, tinkering with your build a little bit to see if you can get that edge, and that will encourage you to try new things and maybe find new favorites among your arsenal. So assembly is a big part of the appeal that we wanted to bring to new players. On the topic of assembly, Okay, also man soll in die Höhe gehen in den Kämpfen, man soll die 3 Dimensionen ausnutzen und man soll basteln. Falls man irgendwo auf die Fresse kriegt, ein bisschen umbauen, gucken, ob man näher kommt, ob man seinem Ziel damit näher kommt. I noticed that if you die, you can change your assembly mid-mission, but you can't buy or sell stuff. So I'm sure this was considered, but I was wondering why you decided to not allow players to do that. So we didn't want to make it too convenient, in the sense that on a retry, you're able to use the parts you've accumulated so far, but if you wanted to go back to the garage to completely rethink, maybe buy some extra parts, maybe get some extra income, then that's like its own thing. We wanted to separate the two. Okay, also in der Mission kannst du zwar deinen Mech umbauen, aber nur mit den Teilen, die du schon besitzt. Du kannst nicht einfach raus neu kaufen oder eine andere Mission grinden und dann dich wieder dran versuchen. Also musst dich schon ein bisschen drauf vorbereiten und stehst halt vielleicht dann auch hin und wieder mal nicht ganz so gut da. But as you bring up, it was definitely a point of contention during development, so we did give it a lot of thought and ended up on what you see in the game today. Then I was told to wrap things up, but there was time for one more question.
Feel free to ignore this because it doesn't relate to the game. I was just going to ask what your favorite game is, but not including the games you've worked on. I'm just really Okay, er hat ihn noch gefragt, was sein Lieblingsspiel ist, ausgenommen die Spiele, an denen er gearbeitet hat. Super Mario. curious. Then here he thought for a good 20 seconds. It's a hard question. Speaking in recent terms, it's Street Fighter 6. Really? Street Fighter 6 haben wir Who's your hat. favorite character? Chun-Li. And there you have it. Chun-Li in Street Fighter 6 haben wir hat. Okay, ich habe es noch gar nicht gespielt, den 6. That was my whole interview. Again, this was a huge honor, and I want to thank Yamamura personally for giving me some of his time and providing such thoughtful and fun answers for me to share with you all. But Ja, sage ich auch Danke an die eiserne Ananas. Gibt ein Like. Und ja, in einem Monat gibt's auf die Fresse. Ich bin raus, später gibt's Dragon's Dogma und Mucke, weiß nicht in welcher Reihenfolge, aber bin später nochmal online. Auf Wiederhören. Tschüss.